Die Affäre Abbey Grange. Come. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. Mit Sicherheit sind ja I've Betriebsausgaben. just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Kannst doch bestimmt nachgucken, wann das endet, oder? Ist echt so. Voll bescheuert. Ja, okay. Da oben steht. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Was? Da? For Tim? Sagt mir gar nichts. Ich habe das Gefühl, ich will das auch gar nicht wissen. Ist so, warum wusste er das überhaupt? I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A wax seal with the monogram E.B. E.B. Okay. The Brackenstall family coat of arms. Abbey Grange, Marsham, Kent. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zur Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe, doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, dass Herr Eustace nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvolle Inspektor Lestrade. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Noch hast du ja nicht viel verpasst. So, was haben wir diesmal mitgenommen? Den Dolch, ne? Ach, eine silberne Reproduktion des goldenen Ritualdolchs von Mithras, okay. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that?
Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Können wir vorne noch irgendwas Sir gucken? Warthen Brackenstall. Hier kann ich durch. Lord George Brackenstall. Hier kann ich wahrscheinlich raus. Baron Lyndon Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Lord Brigham Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Lady Brackenstall awaits Oh. you in the morning room. Falsche Richtung. Kann ich mit ihm reden? Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Okay. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Wobei, jetzt gerade, oder was? Frische Verletzung, okay. Blasse Wangen. Australische Herkunft. Alte Verletzung. Mhm. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and, oh God, Please, go on. as I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He Schon. fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Kriegst schon Angst, Schwode? Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did.
He was very angry at the time, out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Hier kann ich auch reden. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Was haben wir? Altersfalten. Fürsorglich, okay. Arbeiterhände. Kaffee. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. So einfach ist es doch nicht, oder? These scratches are most definitely made by the picture frame. Guck mal. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Kann ich sonst irgendwas machen? Zeitung. Das Familiengeschäft läuft, die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenderen Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur, allerdings wurden bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte allerdings zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien Sie auf der Hut und mögen Ihre Wertgegenstände sicher sein. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Randalls als Sündenböcke, der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Eustace den Randalls in die Schuhe zu schieben. Es gibt keine Randall-Bande, es gibt keine Ungereimtheiten zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alle auf die Randall-Bande als TäterInnen. Das wäre ja wohl ein bisschen zu einfach, oder? Würde ich behaupten. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your Ding ladyship. sprengen. Let us try to open this safe. Oh Gott, Minispiel, oder? This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number.
Oh, das war gar nicht so schlimm. Ärztlicher Bericht. Sir Eustace, ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten sie stark blutunterlaufene Augen und ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlt sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggressionen. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Okay, da war also voll am Arsch. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Mhm. Warum ist das dann alles noch hier? Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Ja, fragen Sie wahrscheinlich, ne? Oh, what a horrible Nicht? thing to have happened. Sie. Okay. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Oh. Jetzt kann ich mit ihm reden. Sagt er mir was zu den Gewaltausbrüchen? Ah, okay. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. Hm. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a the fuck? decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the Und point that we angezündet? were forced to intervene several times to avoid a scandal. Cooler Dude. Häusliche Gewalt. Sir Eustace war gegenüber seiner Frau gewalttätig. Ja, obviously, ne? You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Vorher gucke ich mir alles andere an. Oh. Okay. A hunter's cabin. A hunting scene. Antique hunting weapons. Also, er hat Bock auf Jagen gehabt, was? This candlestick is valuable.
It is interesting that it was not also stolen. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. A bottle of wine is missing here. These wine bottles are expensive and mostly from France. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. The hunting scene. Schon A deer merkwürdig. hunt. Kann ich hier rein? This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Okay. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Chateau Calon-Ségur. French wine. Grand Cru. Ist das wohl der Wein aus dem Regal? This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Warum schlägt er mir das vor? Da. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Ja gut, das hatten wir ja gerade schon. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. That must be the murder weapon. Quite a large stick, a formidable weapon. Hat keine Füße. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. The head was cracked with the force of the blow. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Okay, was haben wir noch? Schlag mit Schurken. Sir Eustace könnte an einem Schlag mit den Schurken gestorben sein. Was war das hier? Die Randall-Bande, okay. Ich verwirrt, dass die Untertitel auf Deutsch sind. Wieso das denn? Ist das nicht Sinn der Sache der Untertitel? Weil es scheinbar keine englische Sprachausgabe gibt. Also keine deutsche Sprachausgabe gibt. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Jetzt muss ich mal nach draußen, wa?
wäre das hier ja keine Option, wenn das nicht wichtig wäre. Weil die Englisch sprechen, ja, wie gesagt, dafür ist es ja da. Vermute ich mal. Ich kann ja auch ausmachen. Ich brauche die nicht unbedingt. Okay, ich kann den ganzen Bereich hier ablaufen. Okay. Ist nichts in dieser Hütte, ehrlich? Das verwundert mich aber. Was soll ich denn hier draußen? Warum kann ich hier hin? Ich bin in dem Zimmer noch nicht fertig? Also in beiden nicht? Please leave my Mary alone. She's suffered so much, she deserves some rest. Oh. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Das ist natürlich auch eine Variante. Okay, ich kann das kombinieren. 3 Personen. Es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein. 2 Personen, es waren 2 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das dritte Glas geschüttet, weswegen sich nur darin Weinstein befindet. Keine Ahnung. Bin ich jetzt mit dem Zimmer hier fertig? Ja, okay. Jetzt bin ich mit dem Zimmer hier fertig. Aber mit dem Zimmer noch nicht. Ich meine, es ist auf jeden Fall eine gute Art, sein Englisch zu verbessern, ne? Hut. So. A trapper's hut. Es ist ja die Frage, ist der Außenbereich The Teil death was instant. von dem Zimmer hier? It appears. Das Glockenseil wird durchgeschnitten. Aber warum? Ah. Okay. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to.
Ja, das ist doch die neue Info. Tödlicher Unfall. Der Tod von Sir Eustace könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein und sich dabei im Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Holen Sie Toby aus der Baker Street. Okay.